Los geht's mit 170 Gramm gekochten Kichererbsen. Die gekochten Kichererbsen werden erstmals gestampft oder püriert. Wenn du soweit bist, geht's an den Teig. Nimm 240 Gramm nixtamalisiertes Maismehl. Dazu kommen noch einen Esslöffel Öl und einen Teelöffel Salz. Aber wenn du nicht unbedingt komplett glutenfreie Fladen willst, kannst du auch mischen. 190 Gramm nixtamalisiertes Maismehl plus 50 Gramm Weizenmehl. Das gibt dem Teig ein bisschen mehr Struktur und lässt sich oft noch leichter formen. Während du den Teig rührst und kurz durchknetest, gibst du 380 Milliliter lauwarmes Wasser nach und nach dazu. Ziel ist nicht, dass er super glatt und geschmeidig wird wie ein Weizenteig, sondern dass er minimal weich und feucht ist. Der darf sich dabei minimal klebrig anfühlen, aber nicht schmierig oder matschig. Wenn er zu trocken wirkt, gib schluckweise noch etwas Wasser dazu, bis er insgesamt gleichmäßig feucht ist. Danach lassen wir den Teig 30 Minuten ruhen. Dadurch wird er noch besser formbar. Übrigens, die Kichererbsen habe ich über Nacht einweichen lassen und danach gekocht. Aber ehrlich gesagt, aus der Dose geht's auch, wenn du wenig Zeit hast. Und ich würde behaupten, man merkt den Unterschied kaum. Worauf du schon achten musst, ist unbedingt nixtamalisiertes Maismehl zu nehmen. Das ist unverzichtbar für mexikanische Fladenbrote, also mexikanische Gorditas. Jetzt geht's ans Formen. Stell dir dafür ein kleines Schälchen Wasser daneben. Ich tauche kurz die Finger rein und reibe das Wasser ganz dünn über die Handflächen. Nur leicht anfeuchten, damit nichts klebt. Danach sei nicht so geizig und schnapp dir ruhig einen ordentlichen Portion Teig. Die Fladen sollen am Ende schon schön groß werden. Dann rollst du den Teig zu einer Kugel. Wenn dabei schon Risse entstehen, ist der Teig zu trocken. Dann einfach ganz kurz ein bisschen mehr Wasser einkneten. Klebt er dir dagegen richtig an den Händen und schmiert, ist er zu feucht. Dann hilft ein Hauch mehr Maismehl. Anschließend nimmst du die Kugel in die Hand und klatschst sie ganz saft von einer Handfläche in die andere, bis du eine dicke Scheibe bekommst. Die Ränder kannst du dabei mit den Fingern ruhig direkt glätten und in Form drücken. Dann ab damit auf die Pfanne ganz ohne Öl. Die Hitze sollte eher mittel- bis mittelniedrig sein, damit die Gorditas innen wirklich durchgaren. Aber wenn du sie besonders dick gemacht hast, geh lieber noch einen Tick runter mit der Hitze, damit sie außen nicht so schnell dunkel werden. Nach ein paar Minuten schaust du, ob die Farbe von unten schon bis etwa zur Mitte hochzieht. Ist das der Fall, wird gewendet. Bei dem Fladenbrote hier hat das ungefähr 5 bis 7 Minuten pro Seite gedauert. Einfach beide Seiten goldbraun brutzeln lassen und fertig. Aber der beste Schritt fehlt noch, die Füllung. Schneide jede Gordita vorsichtig an der Seite auf, aber nicht ganz durch, damit eine kleine Tasche entsteht. Und womit sollst du die füllen? Hau einfach rein, worauf du Bock hast. Hauptsache es schmeckt. Aber mal ehrlich, ohne eine richtig gute mexikanische Salsa geht gar nichts. Deswegen findest du auf der rechten Seite 2 Videos, in denen ich dir jeweils 3 Salsas zeige, die so gut sind, dass du nie wieder was anderes willst.